Martin hat sich zum Thema Höhentraining gemeldet. Er hat mir ein Video zugesendet, in dem man ganz deutlich sehen kann, dass wenn er in die Höhe geht, ab dem G2 sehr stark gegen die Lippen drückt. Er kommt noch bis zum B2, allerdings ist dann Schicht im Schacht, da geht einfach nichts mehr. Er merkt auch, dass er sehr stark gegen die Lippen drückt, beziehungsweise auch natürlich nach oben versucht, dann mit der Lautstärke noch drauf zu gehen. Das heißt, von hinten schiebt die Luft, von vorne drückt das Mundstück und die Lippe in der Mitte und da ist natürlich irgendwann einfach Ende Gelände. Das heißt, er muss natürlich jetzt trainieren, dass er oben lockerer spielt. In erster Linie würde ich Martin gleich mal die Lautstärke reduzieren. Das heißt, wenn du nach oben spielst, nicht im Fortissimo oder sogar noch mehr in Sachen Lautstärke geben, sondern versuch mal das Ganze im Piano bzw. Mezzo-Piano-Bereich zu erreichen. Und du wirst merken, die Kraft, die von hinten schiebt, die fällt schon mal wesentlich geringer aus. Das heißt, die Lippe ist nicht ganz so belastet. Üb immer in Schritten. Das heißt, wenn du dir zum Beispiel die C-Dur-Tonleiter nimmst oder eine andere Tonleiter, je nachdem, wie du eben mit der Luft zurechtkommst, also dass du, wenn du auf dem C2 startest, zum Beispiel noch oben beim B, beim H, beim C3, dann noch genug Luft hast. Ansonsten starte gleich beim S zum Beispiel oder beim F, das ist dann individuell anpassbar. Und dann kannst du langsam Schritt für Schritt, die Übung zeige ich dir gleich, nach oben gehen. Sobald der kritische Punkt jetzt kommt, G2 bei dir, bei jedem natürlich individuell, versuch die Trompete nicht nach vorne wegzuziehen, sondern versuch so ein bisschen nach vorne die Trompete wegzudenken von deinen Lippen. Du wirst merken, du entlastest minimal die Lippe und die Lippe ist aber immer noch imstande, die Schwingung zu produzieren, das heißt den Ton letztendlich aufs Instrument zu übertragen, dass dieser dann natürlich am Ende auch erklingen kann. Das heißt, jetzt gehen wir gerade mal zur Übung, das heißt, ich starte jetzt auf dem C2 und gehe eben bis zum C3 nach oben, diese eine Oktave. Und nicht draufdrücken. Du bist natürlich schon an der Grenze angelangt. Klar, die Übung kostet etwas Luft und die wird natürlich am Ende auch etwas knapp, das ist ganz klar. Aber es sollte niemals dieses brutale Drücken auf die Lippen sein. Merkst du, dass du das tust, und zwar zum Beispiel ab dem A, dann würde ich dir empfehlen, üb erstmal eben bis zu dem G mit dem Ass aufs A. Und unbedingt wieder zurückgehen. Das heißt, du bist immer in dieser Aufwärtsbewegung, in dieser Anspannung und in dieser Abwärtsbewegung, das heißt der Entspannung. Und so kannst du dir eine Routine antrainieren, beziehungsweise auch die Muskulatur stärken und auch vor allem die Luft stärken. Was jetzt noch ganz wichtig ist, ist natürlich die Zungenposition. Wenn du zum Beispiel beim Binden ganz deutlich in die Zunge hineinfühlst, wirst du merken, sobald es nach oben geht, macht die Zunge eine nach vorn gerichtete Aufwärtsbewegung. Das heißt, die unterstützt uns natürlich auch noch zusätzlich, indem der Luftkanal oben zur Mundhöhle etwas enger wird und dadurch wird die Luft mit stärkerem Druck versehen. Das heißt, am Ende kommt zwar weniger raus, aber die kommt schneller raus. Und die benötigen wir eben auch, um eben ab einer gewissen Lage Töne zu erreichen. Das heißt, wenn du bindest, fühl in den Ansatz und fühl in deine Zunge rein. Was passiert da? Passiert überhaupt irgendetwas? Du kannst zum Beispiel beim Pfeifen dir auch bewusst machen, dass die Zunge ja mitarbeitet. Also da ein zweiter Tipp, kümmere dich um deine Zungenposition und fühl mal rein, ob die Zunge gut mitarbeitet. Wie gesagt, der dritte Tipp, beziehungsweise das war eigentlich der erste einleitende, erstmal Piano, Mezzo-Piano, schrittweise nach oben, stufenweise, auch gerne chromatisch. Wenn du merkst, dort ist der Punkt, wieder den Gegenweg angehen, wieder nach unten gehen in die Entspannung, atmen, gleiches Spiel nochmal. Und dritter Schritt, Zungenposition bewusst machen. Und du wirst merken, du kannst dir zwar nicht von jetzt auf dann mit einem Fingerschnips alles besser oder du kannst es dann überhaupt, sondern das ist natürlich ein Training, das heißt, da musst du dir auf jeden Fall mehrere Wochen Zeit geben, damit du erstmal natürlich die Kraft entwickeln kannst, beziehungsweise auch ein Gefühl für die Technik bekommst und diese dann auch zum richtigen Zeitpunkt anwendest. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Hast du Fragen, dann melde dich doch einfach. Meine Kontaktdaten findest du unten in der Videobeschreibung. Ansonsten wünsche ich dir viel Erfolg bei deinem Trompetentraining. Lass am Ende noch ein Like und ein Abo da, das freut mich immer ganz besonders. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompete spielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.